Hallo und herzlich willkommen aus Lissabon. Hallo und herzlich willkommen aus Cascais. Hallo und herzlich willkommen aus dem Peñalonga. Wichtig, ganz am Anfang, bevor es losgeht, hier genau an diesem Ort war letztes Jahr der beste Fußballverein der Welt zu Gast und wurde Champions League-Sieger. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, allerdings der Newcomer und Rookie, also das Auto, was ich heute für euch dabei habe, das will auch sowas wie der Champions League-Sieger in Europa werden. In seinem Bereich Mittelklasse Shooting Brake hat er es allerdings sehr schwer, denn da heißen die Wettbewerber nicht Real Madrid, Barcelona, Inter Mailand, sondern eben Audi, Mercedes oder auch BMW oder eben vielleicht auch Volkswagen. Wir haben euch den bereits im Studio vorgestellt, jetzt dürfen wir ihn heute endlich zusammen fahren. Hier steht da der Genesis G70 als Shooting Brake. Wir haben hier den Heckantrieb in der Ausstattungsvariante Sport als Diesel. Genauso in Malle-Blau habe ich mir gewünscht. Und was werden wir heute zusammen machen? Wir werden die Optik außen besprechen. Wir werden reinspringen, wir werden den Kofferraum anschauen. Ja, wir werden natürlich ausgiebig gemeinsam fahren, über das Wettbewerbsumfeld, über den Preis, über die Garantie sprechen. Und dann habe ich ganz am Anfang Genesis gefragt, wie findet ihr die Car Crash Review, unseren Kanal? Und die haben gesagt, 10 von 10 Punkten, heißt jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden Chassis oder dem etwas weniger bezaubernden Track. Das bin ich, der Jan Hallöchen, gezaubert. Ist eine großartige Leistung. Abonniert genau jetzt den Kanal, aber dann schmeiße ich jetzt die 10 Punkte weg, denn die muss ich mir heute erstmal erarbeiten. Es gibt einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch. Und dann fröne ich wie immer meiner objektophilen Mallorca-blauen Autoleidenschaft und küsse hier den wunderschönen Kombi. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich mit voller Inbrunst und Leidenschaft über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die stehen auch auf Shooting Brake, schöne Kombimodelle, vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Wir vergleichen da Leasingpreise selbst. Alter, Historie, da wird es jetzt wirklich ein bisschen schwierig, weil Genesis ist eine junge Marke und wir haben euch eigentlich schon fast alle Modelle vorgestellt, die Genesis hat. Das war zuerst der G80, das war das große SUV GV80, das war der GV70, das war der G70 und jetzt kommt eben als Hommage, als Eingeständnis, als Wertschätzungsgeschenk der Koreaner an den deutschen und europäischen Markt der G70 als Shooting Brake Variante. Aber damit noch nicht genug bei Genesis. Die legen los wie die Feuerwehr, wollen den europäischen Markt erobern und sagen, 2022 kommt noch ein GV60, ein GV70 und ein G80 voll elektrisch auf den Markt. Viele haben ja gesagt, boah, wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass die direkt elektrisch anfangen, ist jetzt nicht so. Manche haben dann in dem Video bei uns statisch kritisiert, dass nur 4-Zylinder-Motoren hier drin sind, noch kein Hybrid, keine Elektroversion, aber kommt noch, keine Sorge. Bei dem Modell hier ist es schwierig, weil das ist ein Mittelklasse Shooting Brake. Shooting Brake, das ist so eine Mischung aus Coupé und Kombi, also eine schönere Coupé-Variante. Wir Deutschen stehen da drauf, aber im deutschen Markt gibt es halt eben den VW AT und Shooting Brake, gibt es einen Audi A4 Avant zum Beispiel, gibt es einen 3er BMW Touring und da ist es natürlich sehr schwer, da irgendwie mitzuhalten, finde ich. Und trotz allem probiert das Genesis und das ist bei dem Auto, was ja auf einer Plattform steht, die ihr zum Beispiel auch schon vom Kia Stinger kennt und die auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, sehr ambitioniert, trotzdem probiert man es und jetzt schauen wir heute uns mal an, wie viel Luxus da drin ist. Und bevor wir das machen, sprechen wir natürlich über die Ausstattungsvarianten. Premium, das ist sowas wie die Basis, Sport ist hier drauf, Luxury ist dann noch ja, die luxuriösere Variante, die kommt hier mit ein bisschen dunklerem Chrom, mit ein bisschen anderen Auspuff-Endrohren hinten. Ihr bekommt irgendwie zwischen 6 und 12 Lacken. Hier ist die wunderschöne Farbe Mallorca Blau drauf. Ich habe schon sehr viele Witze über den Namen gemacht. Die Farbe finde ich cool. Rot finde ich cool. Dieses matte ja, Bond Silber finde ich eigentlich auch ganz geil. Und das Auto ist 4,69 Meter lang, 1,85 breit, 1,40 hoch.
Und genau die Ausmaße, die ich eigentlich privat auch gern fahre. Wer das auch sagen wird, ist der Chefdesigner hier, Luke Donkerwolke, für viele sowas wie ein Designgott. Und der hat verschiedene Dinge hier entwickelt bei Genesis. Erstmal ein Logo, über das viele Leute Witze gemacht haben, allerdings auch viele Leute gesagt haben, geil, sieht aus wie irgendwie Bentley, sieht aus wie Chrysler, sieht aus wie Aston Martin, sieht auf jeden Fall aus nach Premium. Und was ich hier heute gelernt habe, ist, die Flügel hier außen mit den zwei Elementen hier, die finden sich wieder in den Quad Lamps, also eine zweigeteilte LED-Lampe. Voll-LEDs sind ja immer drauf, im Technikpaket ist dann eine Matrix-LED-Funktion untergebracht. Und dann gibt es noch den Crest, Silver Crest, also ne, Silberschild, und das ist hier ja der Kühlergrill und der kommt eben mit so einer auch matteren Chromumrandung in Sport, ne, in der Sportausstattung, und sieht hier immer, wenn er fährt, so ein bisschen aus wie so eine Rolle, finde ich, weil das Licht bricht sich hier drin und macht eine ganz interessante Brechung dann. Hier unten haben wir dann auch noch schön so eine Wabenstruktur und der Grill findet sich hier schön unten wieder, und wenn man den vergleicht mit dem wesentlich größeren G80, ja, dann ist der Grill hier sportlicher, weiter unten. Trotzdem ist das Auto präsent da, auch mit der langen Haube da vorne, aber nicht so in die Fresse-Rap. Ne, also zurückhaltend irgendwie trotzdem, aber trotzdem ein Statussymbol, was zeigt, der Typ ist angekommen. Finde ich eine tolle Optik. Wir hatten die Autos auch schon bei uns zu Hause und die Leute haben gesagt, ja, das gefällt uns. Und das muss man bei dem Wettbewerbsumfeld in Deutschland ja erstmal schaffen, aus meiner Sicht. Wir haben 2,84 Meter Radstand. Interessant ist, wir haben jetzt hier nicht den Allradantrieb, der über eine Lamellenkupplung die Kraft von hinten nach vorne bekommt. Nein, wir haben hier den reinen Heckantrieb. Ich finde, für das Auto reicht das. Ich fahre lieber Heckantrieb in sowas als Allradantrieb, weil dazu kommen wir eben später. Was wir ab den höheren beiden Ausstattungsvarianten Sport und Luxury schon drin haben, ist ein adaptives Fahrwerk, also eine adaptive Dämpfung. Und hier bei der heckgetriebenen Version kommt dann noch ein Sperrdifferential hinten zum Einsatz. Jetzt sind wir einmal ganz drum rumgelaufen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Auto gefällt. Ist es euch von hinten zu insektig, von vorne zu wenig VW oder ist es genau euer Geschmack? Wenn man jetzt hier vorne schaut, Sport heißt nicht nur, dass wir 17, 18 oder 19 Zoll Felgen bekommen, sondern hier auch diese geile schwarze, die gefällt mir sehr gut. Und hier drin ist die Brembo-Bremse mit dem roten Bremssattel. Hier passt sehr gut. Das Element hier in der Seite, ja, kann man machen, muss man aber vielleicht nicht. Blaue Spiegelkappen hier, ne? Auch der Blinker ist hier vorne drin, schön integriert, auch in den Quad Lamps. Wir haben hier so ein Chrom, wie man es eben so macht dann um die Fenster. Normalerweise bekommt man dann hinten an, also hier oben, noch ein Panorama oder ein Panorama-Schiebedach. Ja, der Schwerpunkt ist relativ tief vom Auto. Es muss nicht immer ein SUV sein. Hier hinten verbirgt sich ein 70-Liter-Tank. Über die Technik habe ich euch ein bisschen was erzählt. Das Auto wiegt 1,8 Tonnen als Diesel, 1,7 Tonnen als Benziner. Ist also 100 Kilo etwa schwerer dann, wenn man die Dieselversion nimmt. Trotzdem sparsamer, kommen wir irgendwie später dazu. Von hinten. Wie gefällt er euch von hinten? Sehr unüblich ist diese zweigeteilte, eigentlich vierfache Rückleuchte, auch wieder dieses Quad-Design und auch hier eine Linie, die sich übrigens einmal durchzieht und hier drin wiederfindet. Und dann eben 2,2 Liter Diesel, Genesis, Neumarke, G70 steht hier. Und wir haben hier hinten im Sportpaket übrigens oder in der Sportausstattung 2x2 Endrohre. Die andere Version hat zwei große. Und dann ist eine Sache halt auch mega interessant. Bei den ersten Videos, die ich gemacht habe, habe ich immer erzählt, 5 Jahre Garantie, geil. Aber Genesis spart sich das Händlernetz weg und hat dann so einen Personal Assistant. Der kümmert sich dann um den Verkauf, wenn das Auto in die Werkstatt muss, kümmert sich um alles. Ich habe gesagt, der kümmert sich auch um euren Mann oder eure Frau, wenn ihr mal keine Zeit habt. Stopp! Ich will mich dafür entschuldigen, das war nicht witzig. Solche Witze werde ich nie mehr machen. Das ist nämlich eine seriöse Firma hier, Dachkantenspoiler oben auch. Ab B-Säule ist es ja das, was das Auto ausmacht. Der hat hier eine Durchbrechung, der hat einen CW-Wert von 0,28, was okay ist. Und dann war es auch sehr peinlich, denn wir haben die G80-Videos gemacht und nicht den Knopf gefunden, wo der hinten aufging. Jetzt weiß ich es, hier an diesem Knopf geht der hinten auf. Und da drücke ich jetzt einfach mal drauf. Elektrische Heckklappe sowieso. Spannend ist auch, wenn der dann die Annäherungsfunktion hat, muss man nicht wie so ein Hampelmann hinten mit dem Fuß fuchteln. Steht hier 3 Sekunden, geht der auf. Viel praktischer, weil der Rest ist peinlich und nicht cool.
Was überhaupt nicht peinlich und sehr cool ist, ist unser Kooperationspartner Motul. Die machen nicht nur Motoröl, sondern eben auch so eine Pflege-Auto-Cleaning-Serie. Sind unser neuer Werbepartner und mit denen putzen wir die Autos, dass sie so wunderbar aussehen. 465 bis 1535 Liter, also 500 bis 1500 Liter Kofferraumvolumen haben wir hier. Und interessant ist, schaut euch den an, Ladekante ist relativ hoch. Auch hier haben wir nochmal so einen Absatz, nicht ganz so gut aus meiner Sicht, passt aber trotz allem. Hier haben wir noch so einen doppelten Ladeboden, wo ihr noch was vor der Freundin hinter verstecken könnt. Und hier habt ihr dann nochmal so eine Hutauflage, aber eine robuste. Ne? Das ist immer so ein bisschen kleines Geficke, die hier hinten reinzubekommen. Passt aber, finde ich, sehr gut. Auch hier hinten ist noch was Robustes, was wir dann auch abnehmen können. Was sehr geil und sehr praktisch ist, ist nicht unbedingt nur dieses Netz, das wir auf beiden Seiten haben, sondern der Zugriff hier. Zugriff, einmal ziehen, zweimal ziehen, Hutablage wieder raus und dann kann man da hinten drin wirklich schlafen, auch in meiner Körpergröße und Fülle. Sehr geil, kleine Kante da hinten, aber das ist schon sehr praktisch und ja, wir Deutschen, sind wir mal ehrlich, wir lieben nicht nur den Personal Assistant, sondern wir lieben eben auch unsere Frau und wir lieben unsere Kombis. Und das ist halt perfekt für Deutsche, denn der ist einigermaßen schick, der ist einigermaßen nützlich, sehr nützlich sogar und hat viel Platz auf der Rückbank. Und genau die wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Kommt mit! Mein Vater hat immer gesagt, ich muss die Schuhe ausziehen, bevor ich ins Auto gehe. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ihr seht, was passiert. Was sehr praktisch ist, guckt mal, ihr könnt nicht nur den Stuhl hier vorne in der Neigung von hinten verstellen, sondern ihr könnt ihn auch vor und zurück fahren. Das ist eine klasse Funktion, um euren Eltern hier hinten richtig auf die Nüsse zu gehen. Ist allerdings auch sehr praktisch, finde ich. Meinem Nachbar habe ich das auch erzählt, der fand es gar nicht praktisch. Der hat gesagt, was soll das? So kann man sich ja dann unterschiedlichen Meinungen irgendwie annähern oder nicht. Dunkler Himmel hier im Sport drin, toll. Wir haben hier 2 USB-Stecker vorne drin. Das ist sehr praktisch, streiten sich die Kinder nicht. Wir haben hier 2 Lüftungsdüsen. Sitze sehen von hinten hier sehr gut verarbeitet aus, auch wenn hier Plastik ist. Wir haben hier Isofix. Ne? Isofix habe ich auch von meinen Freunden mit Kindern gelernt. Die bekommen ja auch gerade alle Kinder wie die Menschen. Ist wichtig, ist hier drin. Die Sitze hier hinten in weiß, das teurere Leder hier drin, toll, wirklich toll. Wenn man in die Tür schaut, sieht man auch, man hat da eine Sitzheizung, deshalb diese Perforierung. Ihr könnt hier oben dann die Kopfstützen auch verstellen, die geben einigermaßen soliden Seitenhalt. Ihr habt hier nochmal einen Cupholder und wenn ihr mal dann einfach hier guckt, wie diese Chromumrandung vom Cupholder ist, seht ihr Premium-Anspruch. Und dann könnt ihr hier auch noch eine Durchreiche zaubern. Für die Skifahrer von euch da eine tolle Möglichkeit, eben mit dem Auto Skifahren zu gehen. Ich habe hier hinten übrigens auch sehr viel Platz. Ne? Also zwischen Decke und meinem Kopf passt noch eine halbe Faust und nach vorne passt auch noch eine Faust. Übrigens für die Leute, die wirklich gerne Skifahren gehen, würde ich den Allrad empfehlen. Wenn ihr jetzt in die Tür mit mir zusammenschaut, seht ihr hier ja, so eine Art Chromzieherelement. Seht hier auch wieder diese Perforierung, Lederbezug. Sitzheizung, das Auto, das hat schon wirklich einen Premium-Anspruch. Seht ihr auch übrigens an der Genesis Einstiegsleiste. Ich komme noch mal raus und eine Sache muss ich in dem Video sagen, ich habe eine Wette verloren. I can't dance. Und jetzt gehen wir mal nach vorne und ich spreche über die Antriebe hier drin. Und das war schwierig, weil da haben viele gesagt, ey Mann, das Auto gefällt mir so gut, aber um eben ja, beim A4 Avant, beim 3er BMW oder beim AT und Shooting Brake mithalten zu können, reichen in Deutschland nicht 4-Zylinder-Motoren aus. Das ist jetzt blöd, weil Genesis bietet halt nur 4 Zylinder an. Das ist zum einen ein 2 Liter Benziner, den gibt es mit 197 oder 245 PS in der Sport Plus Version dann. Oder eben dieser 2,2 Liter, auch 4 Zylinder Diesel. Ich mache euch den mal auf, weil ich finde, Genesis hat sich da mit den beiden Domstreben vorne sehr viel Mühe gemacht. 1, 2, 3, 4 Zylinder. CRDI steht hier vorne drauf, auch Diesel. Ich habe keinen Quatsch erzählt. Genesis steht auch hier übrigens, nicht Hyundai, sondern wirklich Genesis. Ja, und der Motor hier 200 PS, 400 Newtonmeter und das Auto, was etwa 1,8 Tonnen wiegt, beschleunigt ja, schneller auf 100 als eben der Allrad, was überraschend ist. Ja, wird 225 km/h schnell und über den Normverbrauch und die tatsächliche Beschleunigung sprechen wir nachher, wenn wir dieses Auto in Mallorca Blau am Meer hier in Portugal fahren werden.
ist das ein Grund für euch dran zu bleiben? Wenn ihr jetzt ausschaltet, seid ihr richtig... Ja, macht ihr ja nicht. Ne? Was wir jetzt machen, ist vorne reingehen. Ich zeige euch den Innenraum, dann wird gefahren. Kommt mit. Sprechen wir über den Innenraum. Bevor es dazu kommt, allerdings, Geld spielt bei der Car Crash Review keine Rolex. Deshalb können wir uns als arme YouTuber auch keine Rolex leisten. Aber es gibt ja unseren Kooperationspartner Chronex. Die haben über 7000 Uhren von 49 Marken. Unter Car Crash bekommt ihr dann einen besonderen Rabatt. Schaut da gern vorbei. In der Infobox findet ihr den Link, wenn ihr auch so reich aussehen wollt, wie zum Beispiel ich. Aber der Innenraum, der sieht auch sehr reich aus hier in diesem Genesis. Ich habe auch Jessie versprochen, heute keine Bibelwitze zu machen. Die kamen bei euch auch nicht gut an wegen Namen. Ich darf höchstens wegen der Band I Can Dance Witze machen. Was ich mir aber auch wegspare, weil Namenswitze sind irgendwie auch total dämlich. Ja? Und jetzt schauen wir den an. Man merkt hier drin, Plattform ist aktuell, aber nicht die aktuellste. Man merkt hier drin sehr viel Luxus. Im Vergleich zum VW-Konzern scheint man ganz offensichtlich weniger zu sparen. Hyundai scheint und damit auch Genesis Geld auszugeben für die Innenräume. So, und jetzt geht es wirklich dann auch um die synthetischen Sitze hier, die Kunstledersitze. Und die haben hier so eine Perforierung, sind unten richtig schön breit, geben guten Seitenhalt, sind bequem. Ihr könnt die ja auch hier an der Seite verstellen, vor-, zurückfahren. Wir haben eine richtig bequeme Kopfstütze hier, die ihr auch verstellen könnt, wenn ihr wollt. Ich bin richtig happy mit den Sitzen. Sitzheizung und Sitzkühlung ist hier auch drin. Was man wissen muss, wenn man Premium, also die Basis nimmt, hat man hier ja sehr viel Klavierlack. Haben wir jetzt hier nicht. Ihr seht, wir haben ja zum Beispiel in der Tür dann so ein Chromzierelement, ist auch bei mir hier in der Mittelkonsole zum Beispiel drin. Aber jetzt machen wir ein bisschen strukturierter. Wir haben hier ein Handschuhfach noch drin. Genesis steht in der Fußmatte drin, erinnert mich genau wie die Fußeinstiegsleiste immer dran, dass ich nicht tanzen kann. Jetzt habe ich es ja doch wieder gemacht. Dunkler Himmel, ich würde mir hier immer das Glasdach drin wünschen. Und wenn man jetzt hier vorne schaut, dann würde ich eigentlich Jessie mal bitten, dass sie hier reinkommt. Denn wenn sich der Genesis hier verabschiedet, dann fährt hier das Logo raus. Und ich mache jetzt hier mal an, damit ihr dann auch seht, ja, dass mit Zündung alles hier drin ein bisschen besser ist. Und was jetzt natürlich toll ist, ist, wie vorne das Genesis-Logo reinfährt. Ja, da habt ihr jetzt auch nur ein bisschen von gesehen, macht allerdings nicht viel. Mittelkonsole ist relativ breit, trennt ganz gut vom Beifahrer hier. Ihr habt hier noch so ein Fach, USB-Stecker hier drin. Wenn ihr mal guckt, wie die Cupholder umrandet sind, ist es richtig wertig. Ihr könnt den nicht von außen steuern, so sieht allerdings der Schlüssel aus. Vom Genesis finde ich sehr schick. Wir haben hier für die Fahrmodi so einen Drehregler. Wir haben eine Rückfahrkamera hier, die ihr vorne seht, die man sich auch hier einstellen kann. Hier ist der Gangwahlhebel zum Beispiel. Induktive Ladefläche ist hier, 12 Volt Steckdose hier, USB-Stecker hier. Sitzheizung, Sitzkühlung, alles für die Klima, zum Beispiel Lenkradheizung. Wir haben hier noch Drehregler und viele sind auch, glaube ich, dankbar über die Möglichkeit, dass man hier eben noch Knöpfe hat. Zum Beispiel, wenn man hier drauf drückt, für die Karte, fürs Navi, fürs Radio, für Medien. Hier könnt ihr frei machen und hier habt ihr Setup, könnt hier Tune einstellen, beziehungsweise hier die Geschwindigkeit noch mit einem eigenen Drehregler. Habt hier einen Start-Stopp-Knopf, richtig gut aufgesetztes Display hier vorne und eigentlich für mich ein Highlight ist dieses dreidimensionale digitale Cockpit, kommen wir gleich zu. Head-Up-Display ist optional im Technikpaket, hier vorne drin findet ihr das Lenkrad. Ich finde hier elektrisch eine Sitzposition sehr einfach mit dem Lenkrad, Schaltpedal haben wir hier. Mir ist ein bisschen zu dünn. Ich hätte mir Sticker gewünscht, aber es ist Geschmackssache. Tankdeckel geht hier auf, Kofferraum hier hinten. Mein Arm liegt hier richtig gut drauf. Genesis-Logo habe ich hier vorne drin, 3 Speichen. Und ja, dann haben wir auf der Seite hier die Möglichkeit, die Assistenten einzustellen. Auf der hier können wir lauter, leise machen, Sprachsteuerung zum Beispiel. Aber wenn man jetzt über das Display hier vorne spricht, kann man da ein bisschen was verändern. Ne? Ihr habt hier zum Beispiel den Urea-Füllzustand, den ihr euch anzeigen könnt. Habt dann hier ja, verschiedene Dinge einfach ganz normal eben in so einem Head-Up-Display beziehungsweise digitalen Cockpit. Habt hier dann was zu den Assistenten noch, was ihr euch anzeigen könnt.
Ja, das ist echt praktisch und jetzt würde ich sagen, kommen wir eigentlich auch schon hier zu diesem Teil. Und das ist schnell, intuitiv und nicht überladen. Also mehr brauche ich ehrlich gesagt in einem Auto nicht. Andere werden sagen, ja, so eine neue C-Klasse kann halt vielleicht ein bisschen mehr. Dann haben wir Telefon, Apple CarPlay, Android Auto verbindbar, gehört inzwischen zum guten Ton. Hier die Projektion zum Beispiel, Sprachnotizen, Klima habt ihr hier. Es gibt hier drin eine tolle Anlage, die wir jetzt hier leider nicht drin haben. Und wenn ihr jetzt hier mal weiterschaut, haben wir den Wallet-Modus. Was kann ich euch zeigen? Vielleicht die Connected Services, dann den Kalender kann man verbinden. Wetter kann man sich hier anzeigen lassen, was richtig praktisch ist. Ja. Was allerdings auch cool ist, ist Genesis Live. Und da habt ihr eine Verkehrsinfo zum Beispiel. Ihr habt Live-Parkplätze, ihr seht Live-Tankstellen. Und das ist halt nicht nur bei Elektroautos praktisch. Seht ihr jetzt das hier übrigens dann. Und inzwischen müssten auch die Live-Parkplätze geladen sein. Also ihr seht schon, das geht einigermaßen schnell. Ihr seht jetzt auch ganz genau, wo wir sind. Was ich cool finde, ist ja zum Beispiel hier die Möglichkeit, dass wenn ihr auf Einstellung drückt, Fahrzeug, könnt ihr ja den Segelmodus aktivieren. Die Sitzverstärkung ändert sich dann in den Modi. Head-Up-Display einstellen, dann zum Beispiel auch unspektakulär eigentlich. Spektakulärer ist das Kombi-Instrument mit dem 3D-Cluster. Und jetzt schaut mal vorne rein, vielleicht bewegt ihr euch ein bisschen. Man kann dieses 3D-Cluster aus, ein, normal, maximal machen. Ihr müsst euch dafür ein bisschen zur Seite bewegen, also einfach bewegen, damit ihr das seht, weil manchen wird es schlecht, wenn sie das machen. Ich finde es mega gut, ich habe da keine Probleme mit, ich finde das cool. Ja. Und jetzt gehen wir hier mal wieder zurück und was dann noch interessant ist, ist ja zum Beispiel bei Fahrmodus, Fahrassistenzen, aber ich würde jetzt sagen, ich habe euch eigentlich sehr vieles gezeigt, was wir jetzt machen, ist losfahren. Ja, jetzt kommen wir zum Fahren und ganz ehrlich, wir sind hier an einem der schönsten Strände der Welt, dem Ginsho. Da unten ist er und auch das Fahren mit dem Genesis hat ein bisschen was Biblisches. Jetzt schauen wir uns das mal an, was der kann. Ich drücke die Bremse, den Start-Stopp-Knopf. Ihr seht, da vorne fährt wunderbar das Genesis rein. Das ist richtig cool. Ich mache nochmal aus hier und dann kommt er mal zu mir vor, weil dann schauen wir uns mal an, wie die anderen Displays hier angehen. Da hat man sich schon sehr viel Mühe gegeben bei Genesis. Geil ist auch hier oben, toter Winkelwarner links, toter Winkelwarner rechts. Und wenn man die Rückfahrkamera hier reinmacht, seht ihr zum einen die 360-Grad-Kamera. Schön ist auch nachts haben wir nach hinten 2 Signalleuchten, die so aufgehen, was sehr cool ist. Dafür ist es jetzt leider, beziehungsweise fürs Bild nicht leider, allerdings noch zu hell. Und jetzt lehnt ihr euch mal zurück, genießt die kleine Mitfahrt auf dieser wunderschönen Strecke mit dem Auto hier, was 200 PS, 440 Newtonmeter hat. Fälschlicherweise habe ich euch ja erzählt, er hat nur 400 Newtonmeter, nein, er hat 440 Newtonmeter, 2,2 Liter, 4-Zylinder. Und dann überlege ich mir mal, in welchem Modus fangen wir an. Nicht im Eco, nicht im Komfort, nicht im Sport. Sport Plus, nee, in Sport. Was interessant ist, der kneift meine ohnehin schon leider ein bisschen aktuell zu wenig ja, in Form geratenen Hüften. Im Sportmodus hier ein bisschen fester. Und ihr dürft gerne mal da runter schauen, da ist er nämlich. Es geht ja nicht immer nur um Technik, nein, es geht hier auf diesem Kanal auch manchmal einfach darum, dass wir zusammen ein bisschen Spaß haben. Und jetzt fahren wir hier links und ganz ehrlich, das Auto, und das merkt man, ist jetzt im Vergleich zu so einer C-Klasse deutlich dynamischer, deutlich sportlicher, ist ja ein Fahrerauto, eigentlich eher Richtung BMW, Richtung Audi. Die Lenkung, und das hat mich überrascht, die ist immer gut, nur in der Mittellage ist sie vielleicht ein bisschen in Mühe zu schwammig. Was man wissen muss, das 3D-Cockpit da vorne drin, das taugt mir sehr gut, finde ich toll, wie in der S-Klasse übrigens auch. Die Schaltung hier drin, die gefällt mir auch echt gut, die ist nie verwirrt. Auch die Gasannahme hier in Sport, die ist ganz okay. Es gibt
sieht allerdings auch ein kleines Turboloch. Natürlich ist ein Turbomotor, da war übrigens gerade der Thomas von Autogefühl, der macht das alles auf Englisch, habe ich einen riesen Respekt vor. Jedenfalls haben wir über die Lenkung gesprochen und was wir jetzt machen, ist mal über die Fahrmodi sprechen. Sport Plus, da geht halt das ESC aus, das würde ich euch für die Straße nicht empfehlen. Komfort, was passiert? Adaptive Dämpfung hier drin, heißt das Fahrwerk wird dann doch, beziehungsweise die Dämpfung gemütlicher, es ist hier drin wirklich weniger schraff, die Lenkung, ja, die ist ein bisschen softer, die fühlt sich ein bisschen gutmütiger an, ne? Und wenn man dann in Eco schaltet, dann machen wir uns nichts vor, ist das ein Modus für den Verbrauch. Und der Verbrauch hier drin ist mit 6,9 Liter angegeben, wir haben den mit 7,5 gefahren und das ist spitze. Und das spricht, spitze, für mich für einen Diesel eben. Ne? Gasannahme ist jetzt deutlich zurückhaltender. Ne? Was schön ist, 440 Newtonmeter funktionieren auch ganz gut. Aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, der dafür da ist, euch immer nur zu erklären, dass diese Autos hier ja, spritsparend sind und so. Das ist okay, ne? Das ist wichtig. Bremse übrigens hier, die Brembo, die funktioniert auch wirklich einigermaßen gut. Sondern ich bin dafür da, euch zu erklären, dass man mit den Autos Spaß haben kann. Hier ist 90, die Leute fahren immer nur so langsam, weil sie natürlich den Ausblick genießen. Was mag ich an einem Diesel? Viel Drehmoment von unten raus, solider Verbrauch, eigentlich aus meiner Sicht nur Vorteile im Vergleich zum Benziner. Ja, aber das muss man der Politik oder den Menschen gerade aktuell wirklich sehr stark erklären. Was man nicht erklären muss, ist die Aussicht daraus und dass wir hier 225 km/h schnell werden. Aber was wir jetzt mal machen, ja, ist die Beschleunigung testen, Vollbremsung. Ich beschleunige schnell durch. Jessie kann vielleicht da vorne mal reinschauen. Ja, und interessant ist, 7,7 Sekunden etwa, jetzt sind wir auf 100, 8,2 braucht der Allrad. Der Allrad wird genau wie der 225 km/h schnell, ist aber langsamer. Das ist unüblich, da brauche ich aus meiner Sicht kein Allrad und die Traktion hier drin ist sehr gut. Wenn man hier schneller fährt, merkt man auch, ja, dass die Gewichtsverteilung bzw. die Balance sehr gut ist und wenn man das Heck mal ein bisschen in die Kurve wirft, dann fängt hinten die Assistenten fangen das dann ganz gut wieder ein. Wir haben ein Sperrdifferential hinten, heißt wir haben eine relativ hohe Spurstabilität, obwohl quasi die Vorderachse uns nicht den Arsch retten kann und wieder rausziehen. Was dann noch wichtig ist und was ich mir vorgenommen habe, immer mehr zu machen, ist, ja, sind die Assistenten. Heißt, ich mache hier den Spurhalteassistenten rein, das geht hier unten und mache die Geschwindigkeitsassistenz rein und schaut mal, der hält die Spur, der hält auch den Abstand zum Vordermann, der kommt nämlich jetzt da vorne, will immer, dass ich von Zeit zu Zeit wieder eingreife und ja, so kann ich teilautonom Level 2 unterwegs sein, vor allem auf der Autobahn ist es gut, hier vorne seht ihr jetzt, der will, dass ich das Lenkrad wieder zupack, aber für eine Zeit dann mal ein bisschen entspannter fahren ist das wirklich ganz gut. Wendekreis ist um die 11 Meter, was beim Radstand von 2,84 Meter auch wirklich solide ist. Jetzt drehen wir hier nochmal schnell. Das funktioniert dann auch ganz gut mit dem Fahrwerk, vor allem wenn man hier auf Komfort schaltet, auch bei so holprigeren Straßen, wenn man auch einigermaßen soliden Bodenfreiheit. Was ich jetzt allerdings mache, ist nochmal aufs Sport Plus schalten. Es gibt hier auch ja, so eine ganz gute Traktionskontrolle. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie der nach vorne geht mit dem Diesel. Ja, das geht schon. Was man sagen muss, und das ist mir aufgefallen, jetzt sind wir bei 100, ist eine Sache, wenn man hier auf die Einstellungen drückt, und wenn man dann Fahrzeug macht, kann man bei den Benzinern dann teilweise hier den Sound einstellen. Über die Anlage funktioniert das, ging jetzt hier nicht. Beim GV70 fand ich es auch ausgesprochen toll, dass man zusätzlich noch das Bremspedal einstellen konnte, also die Härte beim Bremsen, der Verstärker quasi. Aber ansonsten bin ich mit dem Auto hier wirklich happy. Mehr brauche ich nicht. Das ist ein wirklich dynamisches Fahrgefühl, was ich sehr gern mag und was sehr gut zu mir passt, genauso wie diese Straße hier und der Leuchtturm da vorne. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum kommen wir zum Fazit. Und ganz ehrlich, Leute, ihr wollt ja immer
bisschen mehr Privates von uns wissen. Viele schreiben dann, erzählt doch mal, wie ist es mit Jesse und dir? Seid ihr ein Paar? Versteht ihr euch immer beim Film? Streitet ihr? Und ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Ich war jetzt fertig mit der ersten Sequenz vom Video und habe gefragt, na Jesse, wie war's? Und sie hat gesagt, ganz okay, aber du hast vergessen zu erzählen, dass der das Sperrdifferential hinten nur hat in der Sportausstattungsvariante. Der hat 440 statt 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ja, und ansonsten heißt der Motor beim großen Benziner auch nicht Sport Plus, sondern nur Plus. Aber sonst war es ganz okay. Und Jan, verdammt nochmal, hör auf, Witze über diesen Genesis Personal Assistant zu machen, denn die koreanische Marke ist stolz darauf, die geben sich Mühe und die wollen nicht einfach nur das Händler- oder Werkstattnetz wegsparen. Und der kümmert sich schon gar nicht um euren Mann oder eure Frau. Du auf Witze zu machen. Aber eigentlich geht es nicht darum, sondern es geht darum, was jetzt nicht Jessys, sondern in diesem Fall einfach meine Meinung zum Auto ist. Und ich stehe genau auf diese Klasse, denn der ist flach, der ist sportlich, man kann den ein bisschen hinten quer anstellen, das funktioniert auch, der liegt gut auf der Straße, tiefer Schwerpunkt. Ihr bekommt hinten alles rein, was ihr braucht. Ihr bekommt eure komplette Sippschaft da hinten rein, wenn ihr wollt und nicht gerade irgendwie die 17-köpfig natürlich ist. Ihr habt eine moderne Technik, ihr habt eine Plattform, die nicht die neueste ist, wie beim GV70, G80 oder GV80 oder den elektrischen Modellen, die noch 2022 kommen, aber die sehr solide ist, die nur ein großes Problem hat. Sie hat scheiß viel Wettbewerb und in Deutschland, und das hat Jesse auch noch gesagt, und übrigens die C-Klasse als Kombi ist auch noch ein Konkurrent. Und ich so, ja okay, die habe ich vergessen, aber ich habe sie euch ja gerade auch erst neulich vorgestellt. Die ist aber eher komfortabel ausgelegt, während der hier zwar luxuriös, aber dynamisch ausgelegt ist. Und jetzt geht es um den Preis und normalerweise nimmt man sich so ein Luxusprodukt hin und kann wenig kritisieren, in dem Fall vielleicht die bisschen ältere Plattform und sagt, okay, der Preis ist der Kritikpunkt. Ist ja nicht so. Der kleine Benziner in der Premium-Ausstattung in der Basis beginnt bei 40.000 €. Wollt ihr den Diesel, beginnt er dann bei 42.000 €. Ab Sport natürlich wird es ja ein bisschen teurer, 47.000 €. Wollt ihr den Allrad, zahlt er 2.000 € mehr, ist verschmerzlich, aber der Allrad ist ein bisschen langsamer. Deshalb würde ich den nicht nehmen. In dem Fall der Verbrauch in einem Diesel sehr solide. Ich würde immer einen Diesel nehmen, einen Plug-in-Hybriden oder eine E-Version. Aktuell ist so das zeitgemäßeste, auch wenn die Leute kein Diesel mehr wollen. Was die Leute wollen, jetzt habe ich hier meine 10er-Karte nicht mehr, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Die haben von mir nämlich auch 10 Punkte verdient. Jesse hat 10 Punkte von mir verdient fürs tolle Filmen heute. Was macht GoLeasy? Die vergleichen unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch aus. Schaut da gerne vorbei. Ist eine gute Sache. Auch mir selbst gebe ich die 10 von 10 GOAT beste Auto-Reviewer der Welt in Lissabon gerade Punkte. Abonniert gerne den Kanal, denn bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von einer neuen Karre, von der bezaubernden Jessie oder dem etwas weniger bezaubernden Jan. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für die Geduld mit mir und bis bald in einem anderen Land. Ciao, tschüss.